Hey, hey, schöne Grüße aus Schweden. Heute gibt es ein kurzes Video zu meinem Fahrradanhänger, den ich mir gekauft habe, um meinen Kajak zu transportieren, bevor ich überhaupt einen Kajak hatte. Dazu werde ich zuerst ein paar Worte über den Hintergrund verlieren, warum ich mir einen Kajakanhänger gekauft habe, warum ich mir diesen gekauft habe. Und dann werde ich ein bisschen was zum Aufbau zeigen und ja, wie ich meinen Kajak darauf befestige, worauf ich gelernt habe zu achten und ob es generell funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Spoiler dafür, ja, funktioniert. Der erste Punkt, warum überhaupt ein Fahrradanhänger? Ich habe bei mir mehrere Flüsse und Seen in Lauf- bzw. Fahrradfahrreichweite, sodass ich die tatsächlich mit einem Fahrrad auch erreichen kann. Und B, ich habe kein Auto. Und sich ein Auto zu kaufen, nur um meinen Kajak zu transportieren, ja, da wollte ich zuerst einmal nach Alternativen gucken. Ich habe dann also angefangen, nach einem Anhänger zu suchen oder nach einem Handwagen. Irgendwas in der Richtung. Wie gesagt, es sind einige Sachen hier auch in Laufreichweite. Ich wollte halt irgendeine Alternative zum Ziehen oder Tragen haben, weil das wäre dann nicht sinnvoll gewesen. Als ich angefangen habe zu suchen, hatte ich wie gesagt noch kein Kajak oder zumindest kein Hardshell-Kajak. Ich hatte und habe auch immer noch ein aufblasbares Kajak, das ich damals direkt einfach auf dem Gepäckträger des Fahrrads transportiert habe. Das ging, war nicht super ideal, weil war ein bisschen zu groß für den Gepäckträger. Aber es hat funktioniert und war damals für mich eine erste Lösung. So, nun hatte ich noch kein Kajak, aber ich wusste oder ich war mir damals schon sehr sicher, dass ich mir ein Touring- bzw. Seekajak kaufen möchte. Genau damit ich längere Touren damit in der Zukunft auch unternehmen kann. Touring-Kajaks sind nun typischerweise relativ lang. Wie lang genau es wird, wusste ich noch nicht, aber plus minus 5 Meter ist typischerweise so, in der Größenordnung liegen solche Kajaks. Und beim Suchen bin ich dann sehr schnell über die Firma Reacher gestolpert, explizit Reacher XL, zu dem der Hersteller schreibt: Nach zahlreichen Bitten von Anlegern, begeisterten Kanuten, die nach einer Lösung für Angelkajaks, Kanus oder Faltboote mit mehr als 5 Metern suchten, haben wir den Reacher XL entwickelt. Ein Angelkajak wollte ich mir nicht kaufen, Kanu und Faltboot ist es auch nicht geworden, 5 Meter passt aber trotzdem. Und dann habe ich ihn mir auch schon bestellt und liefern lassen. Wie lange die Lieferzeit war, weiß ich nicht mehr. Aber ich erinnere mich auch nicht mehr an Probleme oder unerwartete Verzögerungen. Insbesondere dafür, dass es nach Schweden ging, hat das eigentlich ganz prima funktioniert. Das Ganze kam dann als Einzelteilsammlung hier an. Ich habe ihn also erstmal zusammengebaut. Dazu war eine Anleitung beigepackt, es gibt im Internet aber auch ein Erklärvideo, das sogar als QR-Code auf der Anleitung verlinkt war. Und wer Bastel- und Knubbelfreund ist, kann ihn vermutlich sogar ganz ohne Anleitung zusammenbauen. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Ich aber habe selbstverständlich beide Anleitungen, sowohl Zettel als auch Video, genutzt und trotzdem eine Weile gebraucht. Im Beispielvideo dauert der Aufbau ungefähr 5 Minuten. Die verwenden dabei, glaube ich, die Sportvariante. Allerdings gibt es keine wesentlichen Unterschiede zur XL-Variante. Der grundsätzliche Aufbau, die Art und Weise, wie man die Teile miteinander verbindet, alles gleich. Nur andere Dimensionen bei der XL-Version. Bei mir hat der Aufbau im Vergleich zum Video aber eine ganze Stunde gedauert, was sich erstmal nach einem krassen Unterschied anhört. Und woran lag's? Naja, im Gegensatz zum Video war es bei mir der Erstaufbau. Das heißt, es kamen ein paar Dinge hinzu, die so entweder bei Folgeaufbauten oder im Erklärvideo einfach nicht vorkommen. Ein Beispiel: Ich habe die Anleitung während des Aufbaus geschaut, wusste also vorher noch nicht, was ich zu tun habe. Es gab im Video auch ein paar wenige Teile, die schon vormontiert bzw. vorgesteckt waren. Die kann man und sollte man vermutlich auch dann beim nächsten Abbau einfach montiert lassen, sodass es in Zukunft schneller geht. Zwischendurch war ich dann auch ein paar Minuten weg und habe meine Luftpumpe gesucht, mit der habe ich anschließend die Reifen aufgepumpt. Das ist natürlich auch alles im Video nicht mit dabei. Den Fahrradkonnektor, den man extra kaufen muss, sonst hat man nur einen Handwagen, den habe ich auch noch mit angebracht. Im Video war der auch schon vormontiert. Und ja, generell, wenn man Teile zum ersten Mal zusammensteckt, geht das ein bisschen schwerfälliger. Insgesamt aber hatte ich keine Probleme. Bei mir war es also eher eine Gesamtersterfahrung, vom Öffnen des Pakets bis der Anhänger fertig montiert und verbunden mit dem Fahrrad war, inklusive der einen oder anderen kurzen Unterbrechung, in meinen Augen völlig vertretbar. Das geht auf jeden Fall schneller, wenn man es öfter macht. Ich habe ihn seitdem allerdings nie wieder vollständig auseinandergebaut, weil ich den Platz habe, um ihn so stehen zu lassen, wie er ist. Ob ich den Gesamtaufbau auf 5 Minuten runterdrücken könnte, weiß ich nicht. Aber eine einstellige Minutenzahl ist auf jeden Fall drin, wenn man denn möchte. Da der Anhänger grundsätzlich einfach und schnell zu zerlegen ist, ohne Werkzeug, könnte man ihn dann auch mit dem Auto irgendwo hin transportieren und vor Ort aufbauen.
wenn man denn ein Auto hätte. Ich habe auch schon überlegt, zu probieren, ihn mit einem Kajak zu transportieren. Das Gestänge kriegt man sicher drauf befestigt, wasser- und wetterfest ist er ja auch, aber bei den Rädern wird es dann wohl knapp. Die sind recht groß im Vergleich zur Kajakbreite. Naja, mal schauen. So viel erstmal zum Aufbau. Mittlerweile habe ich mir ein Kajak gekauft. Nachgemessen habe ich es nicht. Laut Herstellerangaben sollen es aber 5 Meter und 2 Zentimeter sein. Fällt also genau in die Größenordnung, für die der Reacher XL auch gedacht ist. Deswegen jetzt die spannende Frage, passt mein Kajak auf den Anhänger? Ja, offensichtlich schon. Dazu gibt es dann aber noch ein, zwei Sachen zu sagen. Zum einen ist der Reacher XL bei mir schon auf Maximallänge eingestellt. Man kann das hier sehen, man kann den noch weiter rein verschieben, wenn man möchte. Wir sind ja aber bei der 0, weiter raus geht es nicht. Das gleiche hier vorne am Fahrradanhänger, der ist auch auf der Maximalgröße. Denn zum einen ist mein Gepäckträger hier hinten sehr lang, das beißt sich manchmal mit dem Anhänger hier. Und zum anderen, wenn ich mein Kajak so auf dem Anhänger platziere, dass es möglichst ausbalanciert ist, dann ist das hier relativ weit vorne. Das heißt, ich brauche hier den Platz und den bekomme ich dadurch, dass ich hier die größte Einstellung auswähle, die ich zur Verfügung habe. Das heißt aber, wenn man ein längeres Objekt, ein längeres Boot, ein anderes Kajak transportieren möchte, als ich das mache, kann es sein, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen muss, als ich das zumindest machen musste. Bei mir ist das kein Problem, es passt ziemlich genau hin. Alternativen wären, das zu versuchen, halt ein bisschen höher zu legen. Dann hat man vorne auch mehr Platz. Wenn man den Gepäckträger hinten nicht hat, hilft das auch schon ungemein. Man kann es anderweitig versuchen, hier über diesen Bügel zu befestigen und nicht, dass es so seitlich drunter hängt. Bei mir hat es so aber am besten gepasst. Das Kajak selbst ist dann einmal einfach nur mit 2 Spanngurten hier befestigt, dass es nicht in diese Richtung rutschen kann, und mit einem weiteren Spanngurt hier befestigt, dass es auch nicht in diese Richtung rutschen kann. Nun ist das Kajak sehr lang. Das heißt, wenn man über kleine Hügel, Steine, Spuren oder sonstiges fährt und wenn das Kajak nur da in der Mitte befestigt wäre, sodass es nicht nach vorne und nach hinten rutscht, würde es dennoch passieren, dass es sehr weit vorne und hinten hoch und runter schwingt. Insbesondere beim Fahrrad, beim Reifen hier vorne wäre das ein Problem. Das würde dann in den Reifen schwingen, beim Fahren Probleme machen, ziemlich laut werden, wenn das dann in den Reifen gedrückt werden würde. Deswegen habe ich es hier vorne nochmal mit 2 Spanngurten so befestigt, dass es nicht so sehr hier hoch und runter schwingen kann. Also man muss sich schon echt Mühe geben, dass es auf die Höhe des Reifens kommt. Ein weiterer Punkt, der mir sehr geholfen hat, ist diese behelfsmäßige Befestigung hier. Die ist einfach nur dazu da, um einzuschränken, wie diese Anhängerkopplung hier, wie weit sie nach links und rechts, aber auch wie weit sie nach oben und unten schwingen kann. Mir ist es einmal passiert, dass beim Bergabfahren, beim Bremsen, es ging auch in eine leichte Kurve, bevor ich diese Befestigung hatte, da habe ich die Kurve zu eng genommen, sodass der Anhänger zu sehr seitlich hinten in mein Fahrrad reingedrückt hat. Was dann letzten Endes dazu geführt hat, dass auch das Fahrrad mit dem Hinterreifen zur Seite weggebrochen ist. Ich war nicht besonders schnell unterwegs, das heißt, ich konnte anhalten, ich konnte alles stoppen, kein Problem. Ich stand halt nur auf einmal mit dem Vorderreifen immer noch in Richtung Fahrt, aber mein Hinterreifen war halt zur Seite weggedrückt. Dazu muss ich sagen, dass mein Kajak mit den Sachen, die ich da drin beladen habe, auch an der empfohlenen Höchstbelastung liegt. 35 Kilogramm, wenn man den Anhänger als Fahrradanhänger benutzt. Man kann mehr damit transportieren, wenn man ihn per Hand transportiert, aber mit dem Fahrrad sind nur 35 Kilogramm empfohlen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das zumindest ein Grund ist. Mit dieser Befestigung hier, sodass es nicht mehr so weit rotieren kann, dass es mehr von dem Gewicht tatsächlich in das Fahrrad, in Fahrtrichtung reingedrückt wird, ist das auf jeden Fall deutlich einfacher. Also das hat mir, zumindest für diese eine Stelle, die ich hier am Ende fahre, sehr geholfen. Ein kleiner Einschub, nachdem das eigentliche Video schon fertig war. Wir haben uns mittlerweile noch ein zweites Kajak gekauft, ein Recreational Kajak. Das ist ein bisschen kürzer, breiter und leichter. Das habe ich dann zusammen mit meinem Kajak auf dem Anhänger transportiert und beide Kajaks zusammen übersteigen jetzt definitiv die empfohlene Maximalbelastung, wenn man das Ganze mit dem Fahrrad ziehen will. Habe ich aber trotzdem gemacht. Beim ersten Mal hat sich dann vorne die Verbindung vom Verbindungsstück zum Anhänger ein bisschen verstellt, nachdem ich durch Straßenlöcher und ähnliches gefahren bin. Das musste ich dann kurz wieder umstellen und dann ging es weiter. Beim zweiten Mal habe ich die Kajaks dann ein bisschen besser aufgeladen, also mehr ausbalanciert wieder
und vorne an der Halterung noch ein bisschen was geändert. Damit ging es dann ohne Probleme. Ist aber wie gesagt außerhalb der empfohlenen Maximalbelastung. Kann also auf Dauer vielleicht noch Schwierigkeiten machen. Bis jetzt sieht aber alles gut aus. Schneller als zu Fuß bin ich damit immer noch, obwohl ich jetzt wirklich langsam und vorsichtig damit fahre. Und ach ja, bergauf war dann bei mir stellenweise eher schieben. Eine Alpenüberquerung würde ich dann bei dem Gewicht nicht mehr empfehlen. So viel dazu, weiter geht's. Das heißt, man muss ein bisschen vorausschauend fahren, man muss bei den Kurven ein bisschen vorausschauend fahren, man ist auf einmal deutlich viel länger. Man sollte frühzeitig anfangen zu bremsen, langsam bremsen und dann funktioniert das aber wunderbar. Also meine Strecke, wie gesagt, die führt durch die Stadt, die führt über Feldwege, die führt ein bisschen über Wiesen, es geht bergauf, es geht bergab. Alles kein Problem, funktioniert wunderbar mit dem Ding. Eine Kleinigkeit noch am Ende, wie gesagt, immer noch, das Kajak ist sehr lang. Das ist so ein bisschen das Hauptthema dieses Videos, ein langes Kajak. Das heißt, auch wenn es jetzt nicht mehr so schwingt, weil es vorne befestigt ist, kann es immer noch passieren, wenn man über kleine Gräben fährt oder so, dass das Kajak hinten aufsetzt. Deswegen habe ich in meinem Fall hier einfach behelfsmäßig einen Schutz angebracht, damit zumindest nicht mein Kajak unten schleift, sondern nur dieses Plastikteil. Da gucke ich auch mal, ob ich noch irgendwie was Besseres finde. Aber fürs Erste funktioniert es. Fazit. Der Anhänger macht für mich genau das, was ich von ihm wollte. Ich kann mit ihm ohne Probleme mein Kajak auch über längere Strecken komfortabel bis zum Wasser kriegen und damit unter anderem bei dem schönen Wetter paddeln. Ich habe ihn, wie gesagt, noch nicht besonders lange, jetzt vielleicht seit einem halben Jahr, bisschen über einem halben Jahr. Habe ihn dafür aber bei zumindest allem, was ich so gebrauchen kann, einsetzen können. Im Winter, bergauf, bergab, querfeldein, hat für mich prima funktioniert. Ach, querfeldein. Je nachdem, welchen Boden man erwartet, wo man lang fahren möchte, gibt es auch unterschiedliche Radsätze, die man sich auch einzeln dazu kaufen kann oder halt beim Ersteinkauf den einen Radsatz, den man haben möchte, aussuchen kann. Ich habe da ganz normal die 24 Zoll Reifen, die größeren Stadtreifen quasi benutzt, weil der Großteil meiner Wege ist tatsächlich ausgebaut und für die Strecken, wo es nicht ausgebaut ist, reichen die Reifen auch so hin. Für mich sind die großen Reifen insofern sogar auch noch ein Vorteil, dass dadurch der Anhänger ein bisschen höher ist und ich nach vorne hin zum Rad ein bisschen mehr Platz habe. Jetzt zum Abschluss kommt noch mal eine Sequenz, bei der ich mein Kajak nach einer Tour wieder auf den Anhänger auflade und befestige. Da passiert aber ansonsten nicht viel weiter. Das könnt ihr also auch gerne überspringen. Auf Wiedersehen!